30.06.2017 stimmte der Bundestag für den Entwurf eines Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts, so der genaue Wortlaut. 225 Abgeordnete von CDU und CSU stimmten gegen eine völlige rechtliche Gleichstellung homosexueller Paare. Von SPD, Grünen und Linken gab es keine Gegenstimme. Dass es erst jetzt zu dieser Abstimmung kam, hat zwar nichts mit Einsicht zu tun, aber das ist egal. Hier geht es darum, endlich ans Ziel zu kommen. Die AfD will nun Klage einreichen. Auch Innenminister de Maizière hält die Ehe für alle für verfassungswidrig und macht keinen Hehl aus seiner eigenen Auffassung, die Ehe sei nur eine Verbindung für Mann und Frau. Aber gegen was wollen sie klagen? Gegen ein längst überfälliges Gesetz etwa, bei dem niemand mehr benachteiligt wird? Im Artikel 6 des Grundgesetzes steht, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Von Mann und Frau steht dort nichts. Wenn hochdotierte und vom Steuerzahler finanzierte Politiker, die weit mehr als der Durchschnitt der Bevölkerung verdienen, dennoch versuchen, das Grundgesetz so zu deuten, dass ihre erzkonservative, veraltete, ja beinahe verkrustete Weltanschauung noch gelten soll, dann gehören diese langsam aber sicher in den Ruhestand geschickt. Und wenn jemand dann noch argumentiert, die Ehe von Frau und Mann stehe unter dem besonderen Schutz des Staates, weil nur aus dieser Verbindung auf natürlichem Wege Kinder entstehen könnten, sorry, dann wird es für mich schwachsinnig. Auf einem überbevölkerten Planeten mit bald 8 Milliarden Menschen kann es durchaus noch einen anderen Sinn im Leben geben. Meinst du nicht, Gerda? Selbst der erzkonservative David Cameron, von dem ich als überzeugte Europäerin nun wirklich keine Anhängerin bin, sagte dazu ungefähr das. Konservative glauben an Bande, die uns verbinden, daran, dass die Gesellschaft stärker ist, wenn wir einander Versprechen abgeben und uns gegenseitig unterstützen. Deshalb unterstütze ich die Homo-Ehe. Nicht obwohl ich ein Konservativer bin, ich unterstütze die Homo-Ehe, weil ich ein Konservativer bin, so Cameron. Eigentlich sollten sich vor allem die schämen, die im Angesicht der eigenen Historie gegen etwas stimmen, das ihnen selbst keinerlei Nachteile bringt und wenigstens denen etwas Genugtuung geben, auch posthum, die so lange unter unbeschreiblichen Diskriminierungen leiden mussten. Der Paragraph 175, der sexuelle Handlungen unter Männern unter Strafe stellte, wurde erst 1994 abgeschafft. Durch ihn wurden ca. 140.000 Männer verurteilt. Unter den Nationalsozialisten kamen mindestens Zehntausende schwule Männer in Konzentrationslager. Die Hälfte davon wurde ermordet, viele kastriert. Noch immer werden Homosexuelle in vielen Ländern verfolgt. Es sind Politiker mit völlig veralteten Weltbildern, die sich gegen eine Ehe für alle stemmen. Warum bekommen diese Politiker überhaupt noch eine Mehrheit? Ist die Mehrheit der Bevölkerung hier wirklich selbst so konservativ? Das kann ich eigentlich nicht glauben. Die Ehe für alle hat möglicherweise eine noch viel größere Bedeutung als die völlige gesetzliche Gleichstellung. Sie setzt auch ein Zeichen, vor allem für die Menschen, die neu zu uns kommen. Wir leben in einem toleranten Land, in dem die Würde des Menschen unantastbar ist. Das gilt für alle. Vor allem auch für Menschen aus anderen Kulturen, totalitären Staaten und Kriegsgebieten, auch wenn sie ganz anders erzogen wurden und womöglich eine ganz andere Einstellung zu vielen Themen haben. Deutschland galt und gilt noch immer als Land der Denker und Visionäre, als Vorbild und Vorreiter für so viele Menschen und Nationen. Idioten gab und gibt es immer, die aus purer Dummheit und Egoismus sowas zerstören wollen. Geben wir ihnen jetzt keine Chance mehr dazu. Nehmen wir ihnen die Stimme. Die Ehe für alle ist eine Frage des Anstands.